Einen Tisch im Restaurant telefonisch reservieren. Guten Tag, Restaurant Gasthaus Müller-Berlin. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte einen Tisch für heute Abend reservieren. Gerne. Für wie viele Personen? Für 2 Personen bitte. Um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Um 8 Uhr abends, wenn möglich. Sehr gut. Bevorzugen Sie einen Tisch drinnen oder draußen auf der Terrasse? Draußen, danke. Haben Sie eine Menüvorliebe? Wir haben Fisch- und Fleischspezialitäten. Ja, ich würde gerne die Pasta mit Venusmuscheln probieren. Wie viel kostet das? Das Gericht kostet 12 Euro. Wir haben auch den Hauswein für 8 Euro die Flasche. Perfekt. Gibt es heute Abend Live-Musik? Ja, von 9 bis 10 Uhr. Eine Jazzband spielt. Sehr schön. Darf ich meinen Hund mitbringen? Natürlich. Hunde sind auf der Terrasse willkommen. Danke. Gibt es einen Parkplatz in der Nähe? Ja, es gibt einen kostenlosen Parkplatz 50 Meter vom Restaurant entfernt. Super. Dann bestätige ich die Reservierung. Perfekt. Auf welchen Namen dürfen wir reservieren? Auf den Namen Thomas Schneider. Sehr gut, Herr Schneider. Wir erwarten Sie heute Abend um 8 Uhr. Vielen Dank, bis später. Danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Beim Tierarzt. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Katze, sie heißt Leo. Seit gestern frisst er nicht viel. Verstehe. Wie alt ist Leo? Er ist 5 Jahre alt. Normalerweise ist er sehr lebhaft. Hatte er Fieber oder Erbrechen? Nein, er ist nur ein bisschen müde. Frisst er Trocken- oder Nassfutter? Normalerweise frisst er Trockenfutter, manchmal Dosenthunfisch. Gut, wir können eine Untersuchung machen. Ist er bereit? Ja, natürlich. Das Maul ist gesund, aber er hat vielleicht Magenschmerzen. Soll ich ihm Medikamente geben? Ich empfehle leichtes Futter, wie gekochtes Huhn, für 2 Tage. Und Wasser? Ja, viel frisches Wasser. Wie viel kostet die Untersuchung? Die Untersuchung kostet 20 Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Natürlich, das ist möglich. Danke, Frau Doktor. Kann ich wiederkommen, wenn es nicht besser wird? Ja, wir haben jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Perfekt. Vielen Dank noch einmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag für Sie und Leo. Auf dem Oktoberfest in München. Hallo, bist du auch auf dem Oktoberfest? Ja, hallo. Ich bin zum ersten Mal hier. Wirklich? Dann willkommen in München. Danke. Sag mal, was ist eigentlich typisch für das Oktoberfest? Es ist ein großes Volksfest mit Bierzelten, Musik und vielen Fahrgeschäften. Aha, und wo genau findet es statt? Auf der Theresienwiese, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Oh, das ist praktisch. Wann beginnt es? Jedes Jahr im September. Dieses Jahr war der Start am 21. September. Und wie lange dauert es? Bis Anfang Oktober, also etwa 2 Wochen. Super. Ich habe gehört, es gibt große Zelte. Ja, zum Beispiel das Hofbräu-Festzelt oder das Augustinerzelt. Da gibt es Bier, Musik und bayerisches Essen. Was sollte ich unbedingt probieren? Ein Maß Bier, eine Brezen und ein halbes Händel. Wie viel kostet ein Maß Bier? Dieses Jahr etwa 13 Euro. Ui, nicht billig, aber bestimmt lecker. Ja, und das Händel kostet ungefähr 12 Euro. Gibt es auch etwas Süßes? Klar, probier Lebkuchenherzen oder gebrannte Mandeln. Oh, das klingt gut. Wo kann ich das kaufen? An kleinen Ständen überall auf dem Gelände. Du siehst sie sofort. Perfekt. Gibt es auch Musik? Ja, in jedem Zelt spielt eine Blaskapelle.
Die Leute singen und tanzen oft mit. Das gefällt mir. Muss man einen Platz im Zelt reservieren? Am Wochenende ja, aber unter der Woche findest du oft so einen freien Platz. Danke für den Tipp. Kein Problem. Viel Spaß auf dem Oktoberfest. Danke dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Im Supermarkt. Guten Tag. Entschuldigung, wo ist die Obst- und Gemüseabteilung? Guten Tag. Hinten rechts, neben der Bäckerei. Danke. Haben Sie heute frische Erdbeeren? Ja, sie sind dort neben den Äpfeln. Sie kosten 3 Euro pro Kilo. Perfekt, ich nehme ein halbes Kilo. Möchten Sie auch frisches Brot? Heute haben wir Bauernbrot und Brötchen. Ja, ein kleines Brötchen bitte. Wie viel kostet es? 2,50 Euro. Gut, ich brauche auch 2 Liter Milch. Die Milch ist in der Kühlabteilung, neben dem Joghurt. Danke. Verkaufen Sie auch frische Pasta? Natürlich. Wir haben Ravioli, Tagliatelle und Gnocchi. Dann nehme ich 300 Gramm Käseravioli. In Ordnung. Noch etwas? Ja, eine Packung Kekse fürs Frühstück. Die Kekse sind in der Nähe der Kassen. Perfekt, ich glaube, das reicht. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Mit Karte, danke. Hier ist der Kassenbon. Einen schönen Tag und guten Einkauf. Danke, ebenso. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Problem im Hotelzimmer. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich bin im Zimmer 204 und habe ein Problem mit der Klimaanlage. Verstehe. Funktioniert die Anlage nicht oder ist sie zu laut? Sie funktioniert gar nicht und heute ist es sehr heiß. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Ich kann sofort einen Techniker schicken. Danke. Wie lange dauert es? Ungefähr 20 Minuten. Wenn Sie möchten, können Sie in der Lobby warten. In Ordnung, aber kann ich auch eine Flasche frisches Wasser bekommen? Natürlich, ich bringe sie Ihnen sofort. Danke. Ach, noch etwas. Die Fernbedienung des Fernsehers hat keine Batterien. Kein Problem, wir tauschen sie sofort aus. Perfekt. Das Zimmer ist ansonsten sehr bequem. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt. Der Blick aufs Meer ist schön, nicht wahr? Ja, wunderschön. Ich habe heute Morgen Fotos gemacht. Schön. Möchten Sie auch das Frühstück für morgen reservieren? Ja, um wie viel Uhr beginnt es? Von 7 bis 10 Uhr, im Restaurant im Erdgeschoss. Dann komme ich gegen 8 Uhr. Sehr gut. Der Techniker ist schon unterwegs zur Klimaanlage. Vielen Dank für die Schnelligkeit. Gern geschehen. Falls es weitere Probleme gibt, rufen Sie uns bitte unter der Nummer 9 an. In Ordnung. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag auch Ihnen und einen angenehmen Aufenthalt. Ein Busticket bezahlen. Guten Tag. Kann man das Ticket hier im Bus kaufen? Ja, natürlich. Möchten Sie ein Einzelticket oder ein Tagesticket? Wie viel kostet das Einzelticket? 1,50 Euro, gültig für 75 Minuten. Und das Tagesticket? 4 Euro. Sie können den ganzen Tag mit allen Bussen fahren. Dann nehme ich das Tagesticket bitte. In Ordnung. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Bar, hier sind 5 Euro. Danke. Hier ist das Wechselgeld und das Ticket. Muss ich es entwerten? Ja, der Automat ist hinter Ihnen, neben der mittleren Tür. Perfekt. Fährt dieser Bus zum Schlossplatz? Ja, wir sind in etwa 20 Minuten dort. Fährt er auch am Hauptbahnhof vorbei? Ja, das ist die Haltestelle vor Schlossplatz. Super, ich muss um 11:30 Uhr einen Zug nehmen. Dann sind Sie pünktlich, keine Sorge. Danke für die Auskunft. Bitte, fragen Sie gerne wieder, falls Sie etwas brauchen. In Ordnung. Gute Arbeit. Danke und gute Fahrt. In der Pizzeria.
Guten Abend, sind Sie allein oder warten Sie auf jemanden? Guten Abend. Ich bin allein. Bitte dieser Tisch am Fenster. Möchten Sie die Speisekarte? Ja, danke. Hier bitte. Unsere Spezialität heute ist die Pizza Napoli mit Tomaten, Mozzarella und Sardellen. Interessant. Wie viel kostet sie? 7 Euro. Gut, dann nehme ich eine Napoli. Möchten Sie etwas trinken? Eine Flasche stilles Wasser, bitte. Möchten Sie auch eine Vorspeise? Wir haben Bruschetta und Caprese-Salat. Ja, eine Portion Bruschetta. Perfekt. Die Bruschetta kommt sofort, die Pizza in etwa 10 Minuten. Danke. Könnten Sie mir auch etwas scharfes Öl bringen? Natürlich. Die Bruschetta ist sehr gut. Danke, wir verwenden frisches Brot und Olivenöl aus der Toskana. Hier ist Ihre Pizza. Möchten Sie Parmesan darüber? Nein, danke. Sie sieht so schon sehr gut aus. Guten Appetit. Danke. Alles in Ordnung? Ja, die Pizza ist köstlich. Kompliment. Es freut mich. Möchten Sie ein Dessert? Wir haben Tiramisu und Panna Cotta. Ein Tiramisu, bitte. Sofort. Es ist wirklich gut. Können wir bezahlen? Natürlich. Insgesamt 11 Euro. Bitte schön. Danke und einen schönen Abend. Danke, auf Wiedersehen. In der Diskothek. Hallo, bist du schon lange hier? Hallo. Nein, ich bin seit 10 Minuten hier. Wie ist die Musik heute Abend? Sehr gut. Der DJ spielt lateinamerikanische und Popmusik. Perfekt. Willst du tanzen gehen? Ja, aber zuerst hole ich mir etwas zu trinken. Gehen wir an die Theke. Was bestellst du? Ein Fruchtgetränk und du? Eine Cola bitte. Trinken wir hier oder in der Nähe der Tanzfläche? In der Nähe der Tanzfläche, so hören wir die Musik besser. Schau, sie spielen gerade mein Lieblingslied. Dann lass uns sofort tanzen gehen. Tanzt du gerne Salsa? Ja, aber ich bin nicht sehr gut darin. Macht nichts. Hauptsache, wir haben Spaß. Stimmt, die Tanzfläche ist ein bisschen voll. Wir können uns mehr in die Mitte bewegen. Gute Idee. Willst du bis Mitternacht bleiben? Ja, morgen arbeite ich nicht. Perfekt. Danach holen wir uns vielleicht noch einen Döner am Goetheplatz. Ja, tolle Idee, um den Abend zu beenden. Tanzen wir noch ein bisschen? Klar, los geht's. Eine Lieferung vom Kurier erhalten. Guten Tag, sind Sie Frau Schmidt? Ja, das bin ich. Sind Sie der Kurier? Genau. Ich habe eine Lieferung für Sie vom Restaurant Gasthaus Müller Berlin. Ah, ja, darauf habe ich gewartet. Ist alles fürs Abendessen? Ja, es sind 2 Schnitzel, ein Kartoffelsalat und ein Apfelstrudel. Kann ich hier unterschreiben? Natürlich, bitte. Bitte sehr. Um wie viel Uhr wurde die Bestellung zubereitet? Um 19 Uhr, so bleibt sie warm. Soll ich die Tüte in die Küche oder am Eingang abstellen? Am Eingang ist in Ordnung, danke. Möchten Sie gleich kontrollieren, ob alles korrekt ist? Ja, einen Moment. Ja, es ist alles da. Gut. War die Lieferzeit korrekt? Ja, man sagte mir gegen 19:30 Uhr und das passt perfekt. Freut mich. Der Gesamtbetrag ist 22 Euro. Bitte, ich zahle bar. Danke. Möchten Sie auch Plastikbesteck? Ja, bitte. Hier bitte. Guten Appetit. Danke und gute Arbeit. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In der Buchhandlung. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Buch über deutsche Küche. Natürlich. In welcher Sprache bevorzugen Sie es? Auf Deutsch, um die Sprache zu üben. In Ordnung. Wir haben die deutsche Hausmannskost und einfache Rezepte aus Bayern. Welches ist einfacher?
Einfache Rezepte aus Bayern, hat kurze Sätze und viele Fotos. Perfekt, wie viel kostet es? Quinze Euros. Gut, ich nehme es. Haben Sie auch Reisebücher? Ja, hinten links neben der Zeitschriftenabteilung. Ich möchte einen Reiseführer über Berlin. Wir haben den Reiseführer Berlin in 3 Tagen und Geheimes Berlin. Berlin in 3 Tagen klingt nützlich. Er kostet 12 Euro. Möchten Sie ihn nehmen? Ja, bitte dazu. Möchten Sie sich die Lesezeichen ansehen? Sie sind im Angebot für 1 Euro. Ja, ich nehme 2 mit dem Brandenburger Tormotiv. Gute Wahl. Insgesamt also 29 Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Natürlich. Möchten Sie eine Papiertüte? Ja, bitte. Hier bitte. Vielen Dank für den Einkauf. Danke Ihnen, ich komme bald wieder. Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Lesen. Auf Wiedersehen.